Willkommen zum West Kentucky Academic Bowl Halbfinale 2007. Ich bin Gary Gudesa, außerordentlicher Professor für Mathematik hier am West Kentucky Community and Technical College und ich werde heute Ihr Moderator sein. Zu meiner Linken sitzt Herr Jason Donner, Dozent für Kommunikation. Er wird heute als Schiedsrichter fungieren. Diese beiden Schulen, die Murray High School und die Hickman County High School, haben sich durch den Sieg in ihrem Bezirk für das Halbfinale qualifiziert und spielen nun um den Einzug ins Finale, wo sie um ein Stipendium in Höhe von $2.000 kämpfen werden. Durch ihren Bezirkssieg hat jede Schule bereits ein Stipendium in Höhe von $1.000 sicher, das unter den Teammitgliedern aufgeteilt wird. Lassen Sie uns die Spieler vorstellen, beginnend mit Hickman County. Drücken Sie den Bass ab. Nennen Sie Ihren Namen und Ihre Klassenstufe. Megan Bessie, 10. Klasse. Meredith Bizzle, 10. Klasse. Jacob Paul, 10. Klasse. Lauren Barclay, 10. Klasse. Wer wird Ihr Mannschaftskapitän sein? Okay. Bitte nennen Sie Ihren Coach und stellen Sie ihn dem Publikum vor. Das ist Miss Fisk. Okay. Tiffany Fisk wird der Coach für Hickman sein. Okay. Murray, machen wir weiter und stellen Sie sich vor. Richard Osman, 12. Klasse. Rod Black, 12. Klasse. Wesley Bullen, 12. Klasse. Daniel White, 12. Klasse. Seniors gegen Sophomores. Eine sehr interessante Kombination hier. Es wird heute ein Format mit Toss-Up und Bonusfragen geben. Toss-Ups. Die Schüler hören die Frage und haben dann die Gelegenheit, den Buzzer zu drücken. Sie haben 5 Sekunden Zeit, um zu buzzen. Und wenn Sie richtig antworten, erhalten Sie einen Bonus, bei dem Sie 10 Sekunden Zeit haben, damit der Kapitän die Antwort übermitteln kann. Wenn ein Team einen Bonus verpasst, bekommt das andere Team die Chance, den Bonus zu übernehmen. Coaches, sind wir bereit? Kapitäne, sind wir bereit? Beginnen wir unser Halbfinale Murray gegen Hickman County. Toss-Up 1. Wie groß ist die Fläche eines Kreises mit einem Umfang von 50 Pi Zentimeter? Schnell, Brad. 625 Pi Quadratzentimeter. Richtig. Bonus 2 Murray. Es entsteht durch das Mischen der höchst instabilen Flüssigkeit Nitroglycerin mit einem absorbierenden inerten Material wie Sägemehl oder Holzmehl, Mehl. Um welchen mächtigen Sprengstoff handelt es sich, der 1866 von Alfred Nobel erfunden wurde? Dynamit. Das ist korrekt. Toss-Up 3. Was wissen Sie über die Steigung eines Streudiagramms, wenn das Streudiagramm eine positive Korrelation aufweist? Die Steigung ist positiv. Das ist korrekt. Murray Bonus 4. Dieser Illustrator kam 1863 zu Harper's Weekly. Stets konservativ und meist republikanisch, nutzte er verheerende Karikaturen, um Boss Tweed und die Tammany Hall zu bekämpfen. Welcher Karikaturist verwendete als erster den Esel als Symbol für die Demokraten und einen Elefanten als Symbol für die Republikaner? Nast. Thomas Nast ist korrekt. 5. Warschesser erhielt 1983 den Friedensnobelpreis. Als Anführer des Solidarność, Präsident welchen europäischen Landes wurde Warschau 1990? Das ist falsch. Jack. Polen. Polen ist korrekt. Hickman. 6. Bekannt für seine Wandgemälde in der Metropolitan Opera in New York City. Nennen Sie den russischstämmigen Künstler, der Eye and the Village malte. Keine Antwort. Kapitän. Antwort. Es ist Marc Chagall. Frage 7. Reiste 1927 in der Spirit of St. Louis. Lindbergh. Charles Lindbergh ist korrekt. Bonus 8. Wie nennt man einen Winkel mit einem Maß von mehr als 90 Grad, aber nicht mehr als 180 Grad? Dumpf. Richtig. Frage 9. Gastritis ist eine Entzündung des Magens. Das ist korrekt. Bonus 10. Prinz Arthur personifiziert Größe der Seele in diesem Werk aus dem 16. Jahrhundert. Welches zwar unvollendete, aber epische Gedicht von Edmund Spenser, das Elisabeth die Esther preist, inspirierte viele spätere Dichter, darunter John Milton. Bensasches Epos. Falsch. Ab. Das Grün. Es ist The Fairy Queen. Nach 10 Fragen führt Murray mit 4:3 gegen Hickman County. Frage 11. Übersetzen Sie diesen Satz in ein gebräuchliches Sprichwort. Eine Fülle an Köchen verdirbt die Brühe. Viele Köche verderben den Brei. Das ist korrekt. Wir hätten Chefs oder Cooks verwenden. Also Bonus 12. Nennen Sie den Namen des russischen Komponisten von Werken wie Der Feuervogel, Petruschka und Le Sacre du Printemps. Nein, Stravinsky. Stravinsky. Igor Stravinsky ist korrekt. Frage 13. Wie nennt man die Technik, Regen zu erzeugen, indem man Chemikalien oder kleine? Wie geht es Ihnen, Daniel? Seeding. Cloud Seeding. Das ist korrekt. Murray, hier ist Ihr Bonus. 14. Welchem amerikanischen Ureinwohner wird die Gründung der Irokesenkonföderation zugeschrieben? Tecumseh. Kapitän. Das ist Jawad. Frage 15.
Wenn der Winkel ABC im Parallelogramm ABCD ein Maß von 38 Grad hat, wie groß ist dann der Winkel DAB? Grad. Falsch. (142 Grad. Kann ich sagen. Und Frage 16. Italienisch für gebrannte Erde. Das ist eine Art von Harpe. Terrakotta. Es ist tatsächlich Terrakotta. Hier ist Ihr Bonus. Nennen Sie die Pseudowissenschaft, die die Position von Sonne, Mond, Sternen und Planeten untersucht, um ihren Einfluss auf menschliches Handeln zu beurteilen. Astrologie. Astrologie ist richtig. Frage 18. Sir Thomas Wyatt, John Milton, Christopher Marlowe und Sir Thomas More lebten und schrieben alle während Der Renaissance-Epoche. Das ist richtig. Bonus 19. Berechnen Sie den Wert jedes Winkels in einem gleichseitigen Dreieck. 60 Grad. Das ist richtig. Frage 20. Schwankungen in der Exzentrizität der Erdumlaufbahn, das Taumeln der Erde auf ihrer Achse, Plattentektonik und die globale Erwärmung sind alles vorgeschlagene Theorien, die den Ursprung welcher Zeiträume erklären sollen, in denen Gletscher vorrücken, Eiszeit. Die Eiszeit. Ja, das ist richtig. Bonus 21. Er erhielt den Spitznamen Held zweier Welten, weil er sowohl im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg als auch in der französischen Revolution aktiv war. Nennen Sie diesen französischen General. Lafayette. Marquita Lafayette ist richtig. Nach 21 Fragen hat Murray die Führung auf 14:3 ausgebaut. Frage 22. Auf welchen Fluss der Unterwelt schworen die Götter in der griechischen Mythologie stets ihre unbrechbaren Eide? Dix. Bonus 3. Murray. In welchem Südstaat spielt der Roman Tabakstraße von Erskine Caldwell? Tennessee. Tennessee. Falsch. Captain. Alabama. Es ist Georgia. Frage 24. Ein Ausläufer des deutschen Ländlers. Dieser Tanz erschien in Frankreich nach der Revo. Coluccion ist falsch. Ein Ausläufer des deutschen Ländlers. Dieser Tanz erschien in Frankreich nach der Revolution und 1812 in England. Wie heißt dieser drehende und gleitende Tanz für Paare? Im Dreivierteltakt. Richtig. Hickman, hier ist Ihr Bonus. Entworfen von Chairs von Lindos. Es war als Opfergabe an den Gott Helios gedacht. Nennen Sie den dreiteiligen Namen dieser antiken griechischen Statue, die eines der 7 Weltwunder war. Koloss von Rhodos. Das ist richtig. Hickman, Frage 26. Die Vorzeichenregel ist ein Theorem, das die Anzahl positiver oder negativer Nullstellen einer Polynomfunktion beschreibt. Welcher französische Mathematiker hat diese Regel aufgestellt? Murray Daniel. Descartes. Das ist richtig. Bonus 20. John Donne's The Bait, Cecil Lewis' Song und Sir Walter Raleigh's The Nymph's Reply to the Shepherd wurden alle als Antwort auf welches pastorale Gedicht des Renaissance-Autors Christopher Marlowe geschrieben? Hirtengesang an eine junge Schöne. Falsch, Captain. Keine Antwort? Der leidenschaftliche Hirte an seine Geliebte. Die Idee stimmt, aber nicht der Titel. Frage 28. Welches trigonometrische Verhältnis in einem rechtwinkligen Dreieck ist definiert als das Verhältnis der Länge der Gegenkathete zum Winkel zur Länge der Hypotenuse? Sinus ist richtig. Bonus 29. Ein Winkel hat ein Maß von 93 Grad. Um welche Art von Winkel handelt es sich? Das ist Ihr Bonus. Stumpf ist korrekt. Cosinus 30. Wessen Gesetz besagt, dass eine Druckänderung gleichmäßig auf alle Teile eines geschlossenen Kessel zu betreiben. Das ist falsch. Wessen Gesetz besagt, dass eine Druckänderung gleichmäßig auf alle Teile einer eingeschlossenen Flüssigkeit übertragen wird? Murray. Bald. Das ist Pascals Gesetz. Nach 30 Fragen haben wir einen Spielstand. Murray 18, Hickman County 5. Entscheidungsfrage. Professor Henry Higgins wettet, dass er aus dem Blumenmädchen Eliza Doolittle eine perfekte Dame machen könnte. My Fair Lady. Und tatsächlich das Musical My Fair Lady. Bonus 23. Welcher Figur widmete Edgar Allan Poe die folgenden Zeilen? Wie eine Statue sehe ich dich dastehen, die Achatlampe in deiner Hand. Psyche aus den Regionen, die heiliges Land sind. Rabe. Inkorrekt. Hat keinen Hass. Daniel. Freiheitsstatue. Es wäre Helena von Troja. Entscheidungsfrage 3. Nachdem der 15. Zusatzartikel 1870 das Wahlrecht auf Schwarze ausweitete, führten viele Südstaaten Kopfsteuern ein, um Schwarze daran zu hindern, Jim Crow-Gesetze. Inkorrekt. Nachdem der 15. Zusatzartikel 1870 das Wahlrecht auf Schwarze ausweitete, führten viele Südstaaten Kopfsteuern ein, um Schwarze am Wählen zu hindern. Welcher andere Verfassungszusatz 17. verbot Kopfsteuern? Der 24. Entscheidungsfrage 34 für alle. Vereinfachen Sie I zur zweiten Potenz.
-1. Das ist korrekt. Bonus für den Reich. Murray. Welcher Bereich der Chemie befasst sich mit den Gesetzen chemischer Verbindungen und den Gewichtsverhältnissen zwischen chemischen Substanzen in Reaktionen? Stöchiometrie. Das ist korrekt. Entscheidungsfrei. Inspiriert von einem Gedicht des symbolistischen Dichters Stéphane Mallarmé. Welches Musikstück von Claude Debussy aus dem Jahr 1894 beinhaltet? Murray Leslie. Polo. Inkorrekt. Inspiriert von einem Gedicht des symbolistischen Dichters Stéphane Mallarmé. Welches Musikstück von Claude Debussy aus dem Jahr 1894 beinhaltet einen Flöte spielenden Satyr? Es ist Prélude à l'après-midi d'un faune. Entscheidungsfrage 37. Im Jahr 1906 prägte Präsident Theodore Roosevelt welchen Begriff für Autoren wie Ray Baker, Ida Tarbell und Upton Sinclair? Okay. Muckraker ist korrekt. Bonus auf 30. Gold und Silber werden oft für Schmuck verwendet, weil sie sich zu dünnen Platten hämmern oder schlagen lassen. Wie nennt man diese Eigenschaft eines Metalls? Verformbarkeit. Duktilität? Das ist Entscheidungsfrage. In welchem modernen Land befand sich das antike Gebiet, das als Achaia bekannt war? Syrien. Das ist inkorrekt. Ja, es ist Griechenland. Und 40 ist eine Entscheidungsfrage. Angenommen, es sind 5 blaue Kugeln, 8 rote Kugeln und 11 grüne Kugeln in einem Eimer. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, zufällig eine rote Kugel zu ziehen? 1/3. Ein Drill ist richtig. Das ist das Ende der ersten Hälfte. Wir werden unseren Spielstand prüfen, bestätigen und kommen nach dem Seitenwechsel der Teams gleich im Anschluss zur zweiten Hälfte zurück. Willkommen zurück zu diesem Halbfinale des West Kentucky Academic Bowl. Wir sind bei der Halbzeitpause und haben einen Halbzeitstand von Murray 23 und Hickman County 6. Die Teams haben die Seiten gewechselt und es gab einige Auswechslungen. Wir lassen die neuen Ersatzspieler jetzt buzzern und sich selbst vorstellen. Wie schon die Startspieler buzzern, Namen nennen und die Klassenstufe angeben. Wir beginnen mit Murray. Joshua Hiles, Senior. Chakra Senior. Tegan Walker, Senior. Und Brad ist der einzige Verbliebene, aber er ist jetzt der Kapitän. Okay, wir beginnen mit Hickman. Kapitän Bessie, Sophomore. Hannah Blanchett, Sophomore. So, unsere neuen Spieler sind vorgestellt. Die Teams haben die Seiten gewechselt. Wir sind bereit, die zweite Hälfte dieses Halbfinalspiels zu beginnen. Coaches, Kapitäne bereit? Fangen wir an. Frage 1. Lösen Sie das folgende Gleichungssystem nach x und y auf. 2x plus 2y und gleich 10 und 3x2y x2y x20. Mal. X6, 7 bis 2 minus 2. Gerade noch rechtzeitig. Richtig. Bonus 2. Sie erstreckt sich vom Boden der Ozeane bis hoch in die Atmosphäre und ist der relativ kleine Teil der Erde, der Leben ermöglicht. Nennen Sie diese Region. Ja. Biosphäre. Troposphäre. Falsch. Biosphäre. Es ist die Biosphäre. Punkt für Hickman. Frage 3. Ein Cousin von Mozart durch Heirat. Dieser Deutsche ist am besten für seine romantischen Opern bekannt. Seine berühmteste Oper, Der Freischütz, basierte auf einem Buch mit Geistergeschichten. Wer ist dieser Komponist? Bronze. Falsch. Wagner. Weber, genannt Karl Maria von Weber. Frage 4. Stephen Crane schrieb die Kurzgeschichte Das Blaue Hotel und Toni Morrison schrieb den Roman Sehr blaue Augen. Aber welches dreiaktige Theaterstück von James Baldwin trägt diese Farbe im Titel? Blues für Mr. Charlie. Frage 5. Man geht davon aus, dass die als SARS bekannte Krankheit ihren Ursprung in einer Provinz welches asiatischen Landes hat. Murray, bitte. China ist korrekt. Bonus 6. Murray. Nachdem dieser Geist den Tod von Balder verursacht hatte, war er gezwungen, Folter zu ertragen.
Und es war sein Schmerzenswinden, das angeblich Erdbeben verursachte. Nennen Sie diesen Trickster aus der nordischen Mythologie. Loki. Loki ist richtig. Frage 7. Wenn irgendein Körperteil eines Echinoderms abgeschnitten wird, ist das Individuum... Regeneration. Das ist die richtige. Bonus 8. Hickman. Der amerikanische Dramatiker John Howard Payne schrieb den Text zu welchem Lied über das Heim für seine Oper Clary Orr, The Maid of Milan? Oh, Keine Antwort. Captain. Keine Antwort. Home Sweet Home. Toss-Up 9. Bestehend aus Auszügen eines 30.000-seitigen Berichts über die Verwicklung der USA in Vietnam. Sie wurden der New York Times vom ehemaligen Verteidigungsmitarbeiter Daniel Ellsberg zugespielt. Murray. Die Pentagon-Papiere. Das ist richtig. 10 Murray. Lösen Sie nach n auf. 2 i5, 8. n ist gleich minus 4 i3 plus 4 n. Es gibt keine Lösung. Es gibt keine Lösung. Ist korrekt. Okay, Toss-Up 11. Bevor wir weitermachen, der Spielstand ist Murray 28, Hickman County 8. Hickman. Hier ist das 11. Toss-Up. Nennen Sie den Stil spanischer Gesangs-, Tanz- und Gitarrenmusik, der von den Zigeunern begründet und populär gemacht wurde. Du. Nein, ist ein Toss-Up. Ein Toss-Up. Wir haben uns hier unterhalten, also seid ihr raus. Mariachi. Nein, es ist Flamenco. Toss-Up. Bei welcher Art von Umlagerungsreaktion werden chemische Bindungen innerhalb der Reaktanten aufgebrochen und neu gebildet, um das Produkt zu erzeugen? Substitution. Das ist inkorrekt. Isomerisierung. Toss-Up 13. Gewinner des Nobelpreises für Literatur 1991. Welches Werk des südafrikanischen Autors umfasst The Lying Days und None to Accompany Me? Das ist inkorrekt. Die Antwort ist Nadine Gordimer. Toss-Up 14. Diese Frage erfordert eine zweiteilige Antwort. Der Antikomintern-Pakt war der erste einer Reihe von Verträgen, die die Achsenmächte des Zweiten Weltkriegs bildeten. Zwischen welchen beiden Ländern wurde dieser Pakt ausgehandelt? Polen und Russland. Inkorrekt. Deutschland, Italien. Deutschland ist richtig, Japan ist das andere. Toss-Up 15. Eine chemische Gleichung ist in 2 Teile unterteilt. Jeder Teil auf der einen oder anderen Seite des Reaktionspfeils. Identifizieren Sie den Namen für die Moleküle, die auf der linken Seite des Reaktanten. Das ist korrekt. Andere Seite. Bonus 16. Dies ist eine religiöse Bewegung, die auf den Lehren des amerikanischen Schriftstellers L. Ron Hubbard basiert. Nennen Sie diese Religion, die ein E-Meter verwendet, um Individuen dabei zu helfen, Zentren der Spiritualität in sich selbst zu finden. Scientology. Das ist korrekt. Toss-Up 17. Welcher Begriff wird verwendet, um die Summe der Elemente in einer Menge geteilt durch die Anzahl der Elemente in der Menge zu beschreiben? Mittelwert ist der Mittelwert. Bonus 18 geht an Murray. Obwohl Benjamin Franklin und John Adams Mitglieder des Komitees waren, das die Unabhängigkeitserklärung verfasste, stammte das Dokument fast vollständig von welchem zukünftigen Präsidenten? Jefferson. Thomas Jefferson. Korrekt. Toss-Up 19. Das petrakische oder italienische Sonett besteht aus 2 Teilen. Nennen Sie den ersten Teil dieses Sonetts, der in Form einer 8-zeiligen Einheit auftritt. Der Oktav. eine Oktav. Bonus 20. Obwohl dieses Dokument den Menschen keine neuen Rechte gab, bekräftigte es die Rechte, die sie bereits genossen. Nennen Sie das Dokument von 1689, das vom britischen Parlament herausgegeben wurde und den Weg zur konstitutionellen Monarchie in England unter der Herrschaft von Wilhelm und Maria ebnete. Ich bestimme Schrader. The Bill of Rights. Falsch. Kapitän. Magna Carta. Englische Bill of Rights. Da war mehr Genauigkeit gefragt. Nach 20 Fragen, Murray 33, Hickman County 8. Auszeit bitte. Auszeit. Das ist unsere erste Auszeit im Spiel. Wir machen eine kurze Pause und melden uns nach der 60-sekündigen Auszeit zurück.
Willkommen zurück. Nach unserer Auszeit hat Murray 3 seiner früheren Startspieler wieder ins Spiel gebracht, Daniel, Wesley und Richard. Wesley wird für den Rest des Spiels als Kapitän fungieren. Hickman ist gleich geblieben, also setzen wir das Spiel bei Auswahlfrage 21 fort. Teams, seid ihr bereit? Auswahlfrage 21. Vereinfachen Sie den folgenden Ausdruck. O von x plus Ulz bei 4 2. Geteilt durch den Ausdruck 2x Fünftel. Blackbird. 5. Falsch. Die Zeit ist um. Es ist minus 5 Fünftel der Ausdruck, mod x plus 2 des Halbes. Auswahlfrage 20. Ein Kenner ist eine Person mit Fachwissen oder Ausbildung in den schönen Lebensmittel. Korrekt. Ein Kenner ist eine Person mit Fachwissen oder Ausbildung in den schönen Künsten. Buchstabieren Sie das Wort Kenner. Connoisseur korrekt. C-O-N-S-S-I-E-U-R. C-O-N-N-O-I-S-S-E-U-R. Auswahlfrage 23. Auch kritischer Punkt genannt. Welchen Namen gibt man dem Wert einer Variablen? Blackbird. Relativ extremer. Falsch. Auch kritischer Punkt genannt. Welchen Namen gibt man dem Wert einer Variablen, der eine Gleichung wahr macht, wenn ein Gleichheitszeichen durch ein Ungleichheitszeichen ersetzt wird? Das nennt man einen Randpunkt. Auswahlfrage 24. Welches Element wird aufgrund seiner schnellen Reaktion auf Temperaturänderungen häufig in Thermometern verwendet? Quecksilber. Quecksilber ist richtig. Bonus 25. Nennen Sie den Namen des grausamen Sklavenaufsehers in Harriet Beecher Stowes klassischem Roman Onkel Toms Hütte. Ja. Falsch. Keine Antwort. Simon Legree. Auswahlfrage 600. Diese amerikanische Atheistin lehnte Gebete in öffentlichen Schulen ab. Nennen Sie die Dame, die 1995 zusammen mit 2 anderen Familienmitgliedern verschwand. Madeleine Murray O'Hare. Auswahlfrage 27. Diese Frage erfordert einen Vor- und Nachnamen. Nennen Sie den Präsidenten der Vereinigten Staaten, der 1964 seinen Krieg gegen die Armut begann. Wesley. Lyndon Johnson. Ist korrekt. Bonus 28. Murray. Die Einheimischen glaubten, ihre bösartigen Anfälle würden die heftigen Ausbrüche des Mount Kilauea verursachen. Nennen Sie den Namen dieser polynesischen Feuergöttin, von der man glaubte, dass sie tief im Inneren des Vulkans wohnt. Und sein Name, Brad? Der Leokulani. Falsch, Kapitän. Fragerunde 29. Eine Art kleidet die Blutgefäße und das Herz aus, während eine andere Art die Körperorgane bedeckt und das Xylem auskleidet. Nennen Sie diese Art von Körpergewebe? Schleimhaut. Falsch. Eine Art kleidet die Blutgefäße und das Herz aus, während eine andere Art die Körperorgane bedeckt und das Xylem auskleidet. Nennen Sie diese Art von Körpergewebe, das Material absondert oder aufnimmt, sowie Körperoberflächen, sowohl extern als auch intern schützt. Haut. Epithelgewebe. Fragerunde 30. Wie lautet der zweiteilige Fachbegriff für den Punkt auf der Horizontlinie? Fluchtpunkt. Das ist korrekt. Hickman, hier ist Ihr Bonus. Normalerweise ausgedrückt als Kraft mal Weg. Wie lautet der Begriff für die Energie, die erforderlich ist, um ein Objekt gegen eine entgegengesetzte Kraft zu bewegen? Arbeit. Arbeit ist korrekt. Wir haben noch 9 Fragen vor uns. Murray hat 35 Punkte, Hickman County 10. Hier ist Fragerunde 32. Die monatlichen Einkommen von 10.000 Arbeitern in King City sind normal verteilt. Angenommen, das durchschnittliche Monatseinkommen beträgt dann 1.250 $. Und die Standardabweichung $250. Wie viele Arbeiter verdienen weniger als $750 im Monat? Okay. Das ist inkorrekt. 500. 200. Fragerunde 30. Der 10-jährige Krieg war ein erfolgloser Guerillakrieg gegen die spanische Herrschaft in welchem karibischen Land, der den Grundstein legte für des Landes? Haiti. Das ist falsch. Der 10-jährige Krieg war ein erfolgloser Guerillakrieg gegen die spanische Herrschaft in welchem karibischen Land, der den Grundstein legte für die letztendliche Freiheit des Landes im Jahr 1898. Kuba. Es ist Kuba. Bonus 34. Welche Art von Kegelschnitt stellt der Graph
von 6x Plan O2 24 mal 5 y Plan O2 10 y11 ist gleich 0 da. Hyperbel. Hyperbel. Hyperbel ist korrekt. Nennen Sie die Figur aus dem alttestamentlichen Buch der Richter, der prophezeit wurde, dass er große Taten vollbringen würde. Da. Simpson. Solange er Wein mied und sein Haar nicht schneiden ließ. Das ist korrekt. Bonus 36. Frühe sowjetische Experimente im Weltraum beinhalteten das Starten mehrerer Hunde ins All. Darunter welche weibliche Hündin, die 1957 an Bord von Sputnik 2 gestartet wurde. Leica ist richtig. Frage Runde 37. Welche Art von Blatt hat beim Pokerspiel den höchsten Wert? Royal Flush. Ein Royal Flush. Bonus 38. Wenn y sich umgekehrt proportional zu x verhält und y gleich 6 ist, wenn x gleich 18, finden Sie x, wenn y gleich minus 3 ist. Das ist die Antwort. Weiter mit 39. Als revolutionärer Musiker galt er als der größte Pianist seiner Zeit. Wer war dieser Ungar des 19. Jahrhunderts? Chopin. Ist falsch. Als revolutionärer Musiker galt er als der größte Pianist seiner Zeit. Wer war dieser ungarische Komponist des 19. Jahrhunderts und Begründer der sinfonischen Dichtung? Liszt. Es ist tatsächlich Franz Liszt. Bonus 40. Er begann seine Karriere in Versform mit The Lay of the Last Minstrel von 1805. Identifizieren Sie diesen romantischen Autor, bekannt für seine Waverley-Romanreihe, zu der Rob, Roy und Ivanhoe gehören? Scott. Sir Walter Scott ist richtig. Das ist das Ende unseres zweiten Halbfinales. Wir bestätigen den Punktestand und sind gleich nach einer kurzen Pause wieder da. Und wir sind zurück. Danke, dass Sie bei diesem zweiten Halbfinale des West Kentucky Academic Bowl dabei sind. Der offizielle Endstand lautet Murray 43, Hickman County 10. Hickman County, herzlichen Glückwunsch zum Gewinn eures Bezirks. Eure Schule erhält $1.000 an Stipendiengeldern, die unter euren Teammitgliedern aufgeteilt werden. Und Murray, zu eurem Sieg, ihr seid in das Finale des West Kentucky Academic Bowl eingezogen, wo ihr um $2.000 an Stipendiengeldern antreten werdet. Seien Sie das nächste Mal dabei, wenn wir das Finale des West Kentucky Academic Bowl mit der Murray High School und der Lone Oak High School präsentieren. Ich bin Gary Goodacre, Ihr Moderator. Danke, dass Sie bei uns waren. Bis zum nächsten Mal. Das ist gut, das ist gut. Hitze!